Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Neues aus dem Stadtrat. Wir drehen heute wieder am Opernhaus und geben euch ein Update zum aktuellen Stand des Sanierungsprojekts. News. Infos. Neues aus dem Stadtrat. Heute gibt es Neues von der Opernhauskommission und den Ermöglichungsräumen. Am 21. April hat sich die Opernhauskommission wieder getroffen und das weitere Vorgehen besprochen. Wir möchten euch deshalb nochmal einen kurzen Überblick über das gesamte Projekt der Opernhaussanierung geben. Es steht schon lange fest, dass das Opernhaus sanierungsbedürftig ist. Die Stadt plant für den Sanierungszeitraum von voraussichtlich 10 Jahren einen sogenannten Interimsbau. Dieser Bau soll für die Zeit des Umbaus als Ausweichspielstätte gelten. Inzwischen wird dieser Interimsbau von der Stadt als Neue Spielstätte Staatstheater bezeichnet. Die Politbande hat diesen Plan stark kritisiert. Warum einen Interim bauen, der nur für einen begrenzten Zeitraum genutzt wird? Dennoch hat der Stadtrat 2021 beschlossen, die Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände als Interimsort zu nutzen. 2022 wurde entschieden, dass die dort vorhandenen Räume renoviert werden und ein zusätzlicher Ergänzungsbau für die Opernnutzung entstehen soll. Nun, im April 2023, hat das Vergabeverfahren für die Planung und den Bau des Ergänzungsbaus offiziell gestartet. Als Politbande fanden wir die Kommunikation zu wichtigen Projektergebnissen bisher mangelhaft. Beispielsweise wurde die Verschiebung des Projekts um 2 Jahre nicht im Vorhinein mit den kulturpolitischen SprecherInnen besprochen, sondern wurde via Pressemitteilung verkündet. Ernesto als Stadtratsmitglied ist daraufhin zum Portfoliomanager des Projekts eingeladen worden, um diese Kritik zu besprechen und Lösungen zu finden. Konkret wurden wir darüber informiert, dass die neu geschaffenen Stellen für Projekt- und Kommunikationsmanagement nun professionelle Strukturen entwickelt haben und erste Ergebnisse produzieren. Es ist gut, dass es diese Stellen nun gibt, die diese wichtigen Aufgaben sowohl der internen als auch der externen Projektkommunikation übernehmen. Es gibt nun außerdem ein Kommunikationskonzept, ein Veränderungsmanagementkonzept und einen Meilensteinplan. Diese könnt ihr euch in den Links genauer ansehen. Jedoch ist für uns klar, es braucht in jedem Fall Vertretungen für die einzelnen Personen. Ansonsten könnte bei längeren Krankheitsphasen oder Ausfällen das komplette Projekt behindert werden. Der genannte Meilensteinplan sieht nun vor, dass das Projekt knapp 2 Jahre später, nämlich erst 2027, fertiggestellt werden soll. Obwohl dieser Zeitplan bereits aktualisiert wurde, ist er unserer Einschätzung nach immer noch sehr ambitioniert. Ihr erinnert euch sicher an die letzte Folge, in der wir euch von den Ermöglichungsräumen berichtet haben. Diese Ermöglichungsräume sollen ebenfalls in 4 Sektoren der Kongresshalle entstehen. Aufgrund der räumlichen Nähe werden diese beiden Projekte, also die neue Spielstätte Staatstheater und die Ermöglichungsräume, gemeinsam und integrativ geplant. Dies bedeutet, dass 4 Sektoren in der Kongresshalle für die Ermöglichungsräume umgestaltet werden. In 6 Sektoren der Kongresshalle werden für die neue Spielstätte Staatstheater Proberäume, Garderoben und Verwaltungsräume untergebracht. Die eigentliche Spielstätte, also die Bühnen, Orchestergraben und ZuschauerInnenraum, sollen im Ergänzungsbau Platz finden. Wir halten euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Falls ihr Fragen zu diesem umfangreichen und komplizierten Projekt habt oder etwas nicht versteht, kommt gerne auf uns zu. Der nächste Bandentisch ist am 3. Mai um 20 Uhr im neuen Bistro West am Veitstoßplatz. Kommt vorbei zum Kennenlernen, Diskutieren, Engagieren und Abhängen. Das war die Aprilausgabe von Neues aus dem Stadtrat. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Marlene von der Politbande. Infos. News. Infos. Politbande. News. Infos. Neues aus dem Stadtrat.